Hallo und herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Ich möchte hier mal ein Video zum Thema Kettensäge aufnehmen und wie ich da grundlegend rangehen kann. Also einfache grundlegende Schritte, wie kann ich mit der Kettensäge vorgehen. Das ist ja ein Hobby, was sich einer großen Beliebtheit mittlerweile befreut. Dieses Kettensägenschnitzen hat Konjunktur und vielleicht sind auch Jüngere dabei, die sagen, sie würden gerne da einsteigen. Und ich gebe hier ein paar Tipps und was man dann daraus macht. Vor allem in der individuellen Formgebung, das ist natürlich dann eure Sache, aber grundlegender Hinweis, wenn ihr auch privat oder mitarbeitet, ihr müsst eigentlich die Sicherheitsvorkehrungen treffen, was ihr dann davon haltet oder ob ihr das Ganze umsetzt und ob ihr das ja beherzigt. Man braucht in Deutschland eigentlich einen Führerschein auch für eine Kettensäge. Ja, das ist kein Witz, das ist wirklich so. Aber wie gesagt, was ihr dann privat darüber denkt oder macht, das ist natürlich dann euch überlassen. Hier kurz noch der Hinweis, ich habe hier mal so eine Kettensäge aufgezeichnet und hier oben habe ich diesen Gefahrenbereich. Die Kette läuft ja in diese Richtung und durch diese Drehbewegung der Kette ergibt sich hier oben dieser Gefahrenbereich. Immer wenn ich die Kettensäge laufen lasse und an einen Ast, an einen Baumstamm oder an meine Skulptur halte, kann sie also in dieser Position immer nach oben springen und mir genau in Richtung meines Kopfes, meines Gesichtes entgegenschnellen. Deshalb ist hier oben dieser komische Bügel drauf, der ja klappbar ist, und wenn ich den nach vorne klappe und wenn ich das hier so halte und die Säge schnellt nach oben, tut sich dieser Hebel praktisch automatisch umklappen und die Säge ist blockiert, die Kette kann sich nicht weiter drehen. Ja, das ist ja der Hintergrund. Das wissen natürlich alle, die irgendwie handwerklich so ein bisschen sich mit sowas beschäftigen und kennen dieses Problem, ja. Aber dieser Gefahrenbereich ist natürlich gerade beim Schnitzen nicht zu unterschätzen. Das heißt, ich kann nicht mit so einem riesigen Monstrum von Kettensäge jetzt so kleine, feine Schnitzarbeiten durchführen, außer ich bin halt da sehr versiert und schon geübt, ja. Wenn man da also im Internet Videos sieht, wo Leute so ganz cool rumsägen, nicht beeindrucken lassen, sondern lieber auf Nummer sicher gehen. Ich habe jetzt rausgefunden, ich kann im Liegen sehr gut arbeiten, weil ich die Säge dann nicht so hoch über Kopf halten muss. Da komme ich ja sehr schnell in Gefahrenbereiche, wo ich Schlechtes einschätzen kann, wenn die Säge mal wirklich einen Rückschlag gibt oder sich irgendwie komisch verhakt oder mir da was runterfällt, ein Teil wegschleudert, können da also Gefahrensituationen entstehen, die nicht ideal sind, die mich also wirklich auch gefährden können. Außerdem kann man mal sich vor Augen führen, wenn ich jetzt immer längs zur Faser von oben nach unten schneide, wenn der Baum also senkrecht steht, schneide ich ja immer auf dem Hirnholz, gerade wenn ich die Säge also im 90-Grad-Winkel zur Faser halte, muss ich immer zwangsläufig über das Hirnholz sägen, was die schlechteste Sägeposition ist. Alle, die also schon mal Bohlen mit einer Kettensäge aus einem Baumstamm rausgesägt haben, mit so einem Gatter, da gibt es ja heutzutage diese Vorrichtungen, die man auf die Säge draufschraubt, womit man dann Bretter und Bohlen sägen kann, die wissen ja alle, dass man dann eigentlich die Kette umschleifen muss, dass man dafür eine andere Kette braucht mit einem stumpferen Schnittwinkel, weil ich ja immer über Hirnholz säge und dass die da ideal arbeitet, brauche ich also einen anderen Schnittwinkel eigentlich. Ja. Das heißt, wenn ich mir den Baumstamm schön aufrichte, um da einschätzen zu können und zu sehen, ist das nicht die ideale Arbeitsposition, weil ich über Kopf arbeiten muss, eventuell die Säge auch mal quer halten muss, was mich sehr viel Kraft kosten kann, was mich ermüdet, wo ich dann nur vielleicht 2-3 Stunden als Ungeübter arbeiten kann, ohne dass ich irgendwie dann größere Probleme bekomme oder so. Und wenn ich den Baumstamm also unten hinlege, kann ich wunderschön mit Schnittschutzhose arbeiten, bin sehr sicher, ja, kann immer von oben nach unten auch die ideale Kraft ausüben. Und wenn ich auch längs was abschneide und halte die Säge so im 45-Grad-Winkel und führe die da durch entsprechend, dann habe ich natürlich auch eine schöne Arbeitsweise, dass die Säge noch sehr gut arbeitet. Oder wenn ich sie auch direkt längs sägen lasse, dann entstehen zwar größere Späne wie so eine Wolle, die die Säge auch verstopfen können, aber das kann ich ja immer schön wieder rausziehen, wenn die Säge nicht läuft, ja, also nicht daran fassen und die Späne rausholen, wenn die Kette sich noch dreht, irgendwie im Nachlauf ist, sondern immer erst rausziehen, wenn die Säge wirklich still steht, ja. Aber da kann ich auch sehr schön arbeiten und dort muss ich die Kette nicht umschleifen oder irgendwie. Und ich habe mir geholfen, um die Form richtig einschätzen zu können, mit einer Schablone. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine kleine Porzellanfigur habe und möchte die jetzt in einen Stamm übertragen, kann ich mir davon irgendwie eine Schablone erstellen. Ja, dazu habe ich Videos gezeigt, zum Beispiel das Schnitzen eines Spiegelrahmens. Da habe ich mal gezeigt, wie ich von so einem kleinen Bild mit einer Rastereinteilung das vergrößert habe und davon kann man sich eine Pappschablone erstellen
um dann diese auf den Stamm aufzulegen, um das Ganze auszusägen zum Beispiel. Das kann ich auf eine Figur, auf eine Tierplastik, auf eine Eule oder auf einen Bär anwenden, was auch immer ich davor habe. Ich kann da nach Bildern, die ich mir selber geknipst habe, arbeiten. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt einen kleinen Neffen oder den Sohn, die Tochter, wie auch immer, schnitzen, mache zum Beispiel ein Foto davon, tue das entsprechend mir als Schablone aufarbeiten und säge das dann von beiden Seiten aus. Und nichts anderes habe ich eigentlich gemacht, ja, dass ich mir von meiner entsprechenden Vorlage, die ich mir durch Skizzen, Modelle und so erstellt habe, eine schöne Pappschablone gemacht, habe die auf mein Holz dann draufgelegt und das ausgesägt. Ja. Das hilft mir also ideal. Ich kann da den kompletten Stamm ausnutzen. Ich habe hier den Splint mit einbezogen. Ich weiß, manche Kettensägenschnitzer sagen, man muss den Stamm erst entsplinten. Das ist grundsätzlich richtig, gerade bei der Eiche. Der Splint gibt nicht viel her. Wenn ihr draußen das Ganze schön halten wollt, muss der Splint ab. Das heißt aber, wenn ich drinnen das Ganze als Kunstarbeit haben will oder so, kann ich das auch dran lassen. Das habe ich hier also gemacht. Den Splint habe ich mit einbezogen, ist mir jetzt völlig egal. Ja, zum Beispiel an bestimmten Stellen der Hände oder der Schultern ist noch ein bisschen Splint mit drin bei meiner Figur. Ich habe die aber noch farbig gemacht, das heißt, das ist völlig egal. Ja. Also, man kann da verschiedene Methoden anwenden. Auch die Risse sind hier irrelevant, weil das in dem Umfeld gezeigt wird, wo Leute mit sowas rechnen, ja, und dieses, wie soll ich sagen, künstlerische oder imperfekte sogar anziehend finden. Das muss man nicht schön finden, ja, darüber kann man auch geteilter Meinung sein, aber das ist ja auch irrelevant. Für draußen wird bei jedem Stamm irgendwo ein Riss entstehen. Ja, damit muss man rechnen, dass diese Risse am Holz entstehen. Dann muss man sie entsprechend jedes Jahr einmal schön einlassen mit Öl, Holz, Schutzglasur, was auch immer einem da gut gefällt, womit man arbeiten möchte. Man kann auch diese Außenfigur natürlich mit 2, 3 Farben oder so sehr schön gestalten. Habe ich jetzt erst bei jemand zu Hause gemacht, so einen Bär geschnitzt mit Braun und Schwarz. Da hat man einfach nur 2 Farben, was das unheimlich aufwertet und das Ganze sehr interessant gestaltet. Aber das ist dann eure individuelle Sache, ja. Was auf jeden Fall noch zu empfehlen ist, und dann werde ich in das Video reingehen, in die praktischen Anwendungen, ein Carving-Schwert zu besorgen. Ja? Also ich habe hier ja dieses normale Schwert, diese ganz normale Schiene mit dieser großen Umlenkrolle, wo das Schwert parallel verläuft, aber das Carving-Schwert, also zu Deutsch das Schnitzschwert, Neudeutsch sagt man ja jetzt Carving, dieses Chainsaw Carving, Kettensägen, Schnitzen, kommt ja auch zum großen Teil aus den USA, wo das sehr stark auch publik geworden ist. Man hat einfach diese Schiene, die vorne dünn zuläuft, hat eine ganz kleine Umlenkrolle, meistens auch ohne so ein Rädchen da drin, was natürlich auch negativ ist, dass sich das Schwert ein bisschen schneller abnutzt. Man braucht eine extra Kette, ein extra Ritzel, was man an der Säge montieren muss und eben dieses andere Schwert. Und diese Ketten sind meistens rückschlagsarm und durch die kleine Spitze habe ich hier viel weniger Rückschlag. Also im Gefahrenbereich, der ist viel, viel kleiner und die Säge kommt nicht so stark zurück, viel weniger zurück und springt mir also nicht so hoch irgendwie zu mir. Außer ich habe natürlich eine starke Maschine. Entsprechend aber mit meiner kleinen Elektrosäge, die ich halt mit diesem Carving-Schwert verwende, ist das tipptopp und man kann damit wundervoll arbeiten, auch im Weichholzbereich. Man kann damit Fell schnitzen, man kann Federn machen, man kann damit fertig arbeiten. Ja. Also das ist ganz hervorragend. Man muss nicht mal eine Flex haben, man kann fast alles mit diesem Carving-Schwert machen und dann ganz zum Schluss eventuell noch so Details, Augen, Nasenlöcher oder sowas reinstechen mit den Schnitzeisen. Dann braucht man auch gar nicht so große Eisen, kann die kleinen Eisen wieder verwenden, die man auch für die Handschnitzarbeiten verwendet und so. Also da bietet es einen sehr viele Gestaltungsräume und Möglichkeiten mit dem Holz, mit den Schnitzeisen und dem Carving-Schwert. Aber das ist dann so ein bisschen eure Sache, was ihr am Ende machen wollt. Wenn ihr aber mehr machen wollt und da mehr professionell rangehen wollt, dann sei euch wirklich so ein Carving-Schwert, so eine Säge empfohlen. Ich verwende die mit Kabel. Es gibt natürlich noch die Option mit Akku oder Benzin. Je nachdem, ob ihr mehr draußen arbeiten wollt, dann wahrscheinlich mit Benzin eher. Wenn ihr individuell arbeiten wollt oder mehr so für Details und auch zum Beispiel auf einem Feld oder irgendwo draußen seid, wo es jetzt nicht den Stromanschluss gibt, dann natürlich mit Akku doch und für Details. Aber ich brauche das auch in der Werkstatt, deshalb mit Stromkabel und es ist die günstigste Variante. Mit Akku ist gleich doppelt so teuer ungefähr. Damit muss man also auch rechnen, dass das dann sehr kostenintensiv ist. Also mit Stromkabel ist hier die einfachste Lösung.
Ich habe im Video jetzt begonnen mit der elektrischen normalen Kettensäge, mit so einem ganz normalen Standard-Schwert hier entsprechend. Und das habe ich gemacht, weil ich an einem Feiertag begonnen habe. Und dass wir die Nachbarn nicht so geärgert haben, habe ich also mit der Elektrosäge begonnen. Das hat aber wunderbar funktioniert. Ich verlinke das unter dem Video, welche Maschinen oder welche Maschine ich benutzt habe, vor allem die Elektrosäge. Und das ist eine sehr kostengünstige Variante, wenn man damit mit dem Thema einsteigen will, kann damit auch Brennholz sägen und so weiter. Also was ihr dann damit macht, ist natürlich individuell bedingt. Ich gehe jetzt rein in mein praktisches Video und zeige hier ein paar praktische Tipps, die ich an dem Baumstamm und wie ich es gemacht habe, erkläre. Der Grobzuschnitt. Die Baumstämme sind hier aufgebockt, einfach aus dem Grund, dass man sie dann in den Transporter reinschieben kann, die gleiche Höhe. Ich schneide hier also längs mit der Faser und trenne das dann ab. Da muss ich diese Technik anwenden, dass ich die Spitze eben, wie man hier jetzt schön sieht, so ein bisschen schräg ansetze, dass ich nicht in den Gefahrenbereich komme. Ich hebel das dann weg, weil ich nicht möchte, dass ich zu tief säge, wenn ich jetzt von der Seite so reinsteche, sondern breche das dann so ein bisschen ab und ich schneide gleich passgenaue Stücken für den Ofen. Und hier sieht man jetzt schön die Silhouette, die ich rausgearbeitet habe. Jetzt säge ich die Form in der vorderen Silhouette aus. Das habe ich mir einfach durch Abmessen festgelegt. Wie breit ist der Kopf, wie breit sind die Schultern, und das trage ich jetzt einfach ab. Man sieht, man kann schön mit der Kettensäge auch längs zur Faser schneiden, und indem ich hier so von oben runter arbeite, wenn der Stamm jetzt auf dem Boden liegen würde, würde ich da auch sehr gut zurechtkommen. Und hier sieht man auch schön, ich arbeite so ein bisschen im Splint, dass alles reinpasst. Säge das jetzt von der Seite wieder so ab, für den Ofen passend, und man sieht schön die Säge so leicht schräg nach unten, dass der Gefahrenbereich außen vor ist, dass es keinen Rückschlag geben kann. Bei der großen Säge natürlich sehr, sehr wichtig, dass ich das unbedingt so ansetze. Dann bin ich aber auch aus der Gefahr raus. Und wenn ich hier so mit der Faser längs säge, man sieht diese massiven Späne, die sich da unten verfangen. Also erst rausziehen, wenn die Säge steht, und nicht zu viel nehmen, dass es eben nicht verstopfen kann. Und alles, was ich von der Seite so absäge, muss ich sehr vorsichtig sein, dass ich nicht zu tief komme. Und jetzt phase ich das hier ab. Die Schulter ist so leicht schräg, auch der Kopf soll ja mal rund werden. Das mache ich einfach mit einer Fläche, die ich da mit vorbereite. Und immer wieder, wenn ich die Phase breche, wird es dann alles allmählich rund. Ja? Ich lege das einfach nur so flächig an, das Ganze. Gehe jetzt auch hier wieder weiter nach unten hin. Man sieht, da ist so ein bisschen helles Holz, das ist entsprechend der Splint. Das kann ich ja mit reinnehmen. Hier bei meiner Arbeit ist das jetzt nicht so relevant. Und man sieht auch, man kann wunderbar im Liegen arbeiten und man kann die Form eigentlich auch einschätzen und mit Straßenkreide das Ganze schön anmalen. So, und dann nochmal sehen, auch hier so ein paar Flächen, wo ich dann schon ja, das Ganze mehr plastisch später machen will, kann ich sogar absägen, also dass vorne die Nase rauskommt. Da muss ich 2 Flächen an der Seite ranbringen und darin kann ich die anderen Formen verstecken. Hier nehme ich jetzt Straßenkreide, da soll mal ein Durchbruch kommen. Man kann das auch gut abschätzen, und weil der Stamm so schwer ist, kann ich ihn eben am Anfang nicht direkt aufrichten. Jetzt kommt eben das feinere Ausarbeiten, das Aufrichten des Stammes. Man sieht, den habe ich jetzt ins Auto reinschieben können und dann, als ich ihn aus dem Auto rausgekippt habe, auch schön aufrichten. Das kann ich jetzt alleine bewerkstelligen. Wenn ich jetzt keinen Kran oder keinen Gabelstapel habe, kann ich hiermit also schön auch so arbeiten mit der Methode. Und jetzt säge ich halt auch die Durchbrüche raus, ja, und das Ganze vorbereiten mit der Kettensäge. Das ist jetzt hier eine No-Name von Lidl oder irgend sowas, also nichts Besonderes, habe ich von einem Freund mir ausgeliehen. Und jetzt breche ich halt die Kanten, ganz einfach nur systematisch die Kanten brechen, aufs Maß runterschneiden, also die genaue Kopfbreite, die genaue Schulternbreite kommt jetzt, die Beine genau in der richtigen Breite, das Gesäß in der richtigen Breite habe ich jetzt hier gemacht. Einfach nur das Holz wegarbeiten, und vorne hat die Arme so zusammen, da muss ich also links und rechts auch noch was wegsägen und dann immer wieder die Kanten brechen. Das ist eine ganz systematische Arbeit, die man also ja vom Prinzip her nachahmen kann, und mit einer Schablone komme ich auch an diese Formen recht gut ran. Und jetzt sieht man hier das Carving-Schwert, was ich da verwende, was eben auch sehr schön geeignet ist, um auszuarbeiten und rückschlagsarm in so Eckbereichen hier zu arbeiten und zu putzen. Ja, jetzt ist die individuelle Formgestaltung. Man sieht hier auch so ein paar Eisen, die ich jetzt einsetze. Das ist jetzt zwar nicht so ganz das Thema des Videos, aber man sieht, ich kann hier mit dem Stich 11, also mit dem ganz tief gehöhlten Hohleisen, oder man sagt ja auch Hohlbohrer, aber Stich 11 ist natürlich sehr gebräuchlich. Mit dem kann ich hier die Formen anlegen. Ich komme halt in diese eckigen
ja, oder in diese vertieften Bereiche schön damit rein und kann die Formen des Auges ausformen und nehme ich halt einen breiteren Stich 11 und kann hier auch in dem Übergang zwischen Schläfe und Haar halt wundervoll Material entfernen. Das geht eben nur mit so tief gehöhlten Eisen und da muss ich Schnitt an Schnitt setzen und das gibt dann die Form. Das heißt, ich brauche eine gute Vorstellung der Form, wenn ich mit sowas arbeite. Das kann man aber auch mit der Kettensäge machen, mit diesem kleinen Carving-Schwert. Aber hier habe ich etwas mehr Gespür und das wollte ich in dem Fall hier gerne im Gesicht, ja, mit den Schnitzeisen einmal bewerkstelligen. Jetzt wird die Arbeit langsam fertig. Der nächste Schritt, jetzt bin ich in der Werkstatt. Jetzt kann ich halt auch hervorragend mit so einer kleinen Säge, mit so einem Schnitzschwert arbeiten, ist einfach die preisgünstigste Variante. Das Kabel stört mich so gut wie gar nicht. Und dann zum Schluss, wie gesagt, ganz am Anfang die Theorie setze ich jetzt hier in die Praxis um, nehme die kleinen feinen Schnitzeisen und da muss ich jetzt nicht so große Werkzeuge einsetzen, sondern ich kann das meiste mit dem Schnitzschwert herausholen. Und jetzt so individuelle Sachen, was auch immer ihr da vorhabt, werdet ihr dann umsetzen können.